Der Genießer ist für mich der ins Restaurant kommt, sich auf ein tolles Essen freut und auch irgendwo den nötigen Respekt hat, das zu genießen. Weil kann sich nicht jeder als Genießer bezeichnen, der nicht genießen kann, der sich keine Zeit nimmt zum Essen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das White Plate Projekt ist für mich ein Projekt, wo sich verschiedene Köche darstellen können mit ihren eigenen Ideen, eigene Visionen, die sie haben und vor allem einen eigenen Stil. Und wenn man das dann im Ganzen sieht, wenn das dann ein Betrachter sieht, dann lernen die Künstler oder Köche kennen, die ihre eigenen Facetten und ihren eigenen Stil haben. Also man hat einen ganz anderen Überblick, wie wenn man jetzt nur ein Kochbuch aufmacht und da drin nachschlägt, sondern man hat einen Vergleich und sieht auch, was denkt ein Koch, was für Facetten hat er, wie spielt er damit mit den einzelnen Gerichten, was bringt er auf den Teller. Welches Thema mich am meisten fasziniert hat, war einfach ein Gericht zu produzieren, das man in seiner Vielfältigkeit darstellen kann. Als ich mir den Reis herausgesucht habe, war für mich ganz klar, da brauche ich was ganz Königliches und was ganz Besonderes und das ist der Hummer. Und vor allem der Hummer in so einer Vielfalt, dass er butterzart ist, dass er saftig ist, dass das Eigenaroma erhalten ist. Da dann die Kombination zu schaffen, das war mit dem Reis natürlich dann schon auch eine Herausforderung und das hat mir dann schon einen besonderen Reiz gegeben, das Thema aufzugreifen. Aus einem Produkt das optimale Aroma rauszuholen, ist das eine. Aber dann die Kombination oder der Einsatz oder auch in welcher Form präsentiere ich ein Aroma, wie nehme ich das wahr. Wir selbst haben diese einzelnen Gerichte natürlich schon ganz genau wir haben es erst auf Papier gebracht, anhand von einer Zeichnung. Das hört sich jetzt vielleicht auch nach einem Kunstobjekt an, aber in Wirklichkeit steckt da schon ein solides, gekonntes Handwerk dahinter, um sowas zu produzieren. Es gab die letzten 30 Jahre in Deutschland so viele verschiedene Einflüsse. Dann war irgendwann mal wieder ein regionaler Einfluss, dann gab es der asiatische oder euroasiatische Einfluss. Und ich finde schon wichtig, dass man seinen eigenen Weg findet, aber auch wiederum keine Zeit verschläft. Die Küche, die ich vor 15 oder 20 Jahren gemacht habe, die mache ich heute so nicht mehr. Also es bleibt nie stehen, es entwickelt sich immer weiter. Es heißt nicht, dass von heute auf morgen alles neu erfunden wird. Das stimmt sicherlich nicht, aber es ist spannend. Es macht neugierig. Man will wissen, man will auch hören und man will auch reisen und auch neue Kulturen erleben, wo man sowas bekommt. Das sind auch alles Einflüsse, die damit eine Rolle spielen. Und das, was wir produziert haben, das hat natürlich Einflüsse absolut der neuen, modernen Küche.